Mittlerweile sind wir fast eine Woche wieder zurück in Deutschland mit dem Gedanken, uns hier wieder fest zu verwurzeln, uns anzumelden, die Kinder in die Schule zu bringen, ich eventuell wieder meine Selbstständigkeit in Deutschland neu aufbauen kann, richtig intensiv wieder hier leben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Neue Woche und wieder mal Glück. Hier ist dein Markus aus Hamburg City. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Bestes Wetter aus Hamburg. Man darf sich da nicht beschweren. Es scheint die Sonne. Die Sonne ist jetzt gerade am Untergehen. Ihr könnt es sehen, erahnen. Und ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass das Wetter so ist, wie es aktuell ist. Ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, nach den 3,5 Jahren gefühlt 1000 Sonnentage. Also wirklich ganz, ganz krass kommt man hier an. Und die ersten paar Tage, ihr habt es vielleicht gesehen in den Videos zuvor, sie waren schon knackig frisch und es ist auch frisch, ganz klar. Aber wenn du jetzt hier in der Sonne stehst, da wo ich jetzt stehe, ist top, ist super cool, macht richtig viel Laune und man kann sogar vielleicht noch ein bisschen Bräune erhaschen sozusagen. Aber das soll natürlich jetzt nicht das Thema sein. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du reinschaltest. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, ganz kurz, wir waren 3,5 Jahre im Ausland, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Südamerika. Und wir haben unseren Horizont, was Ländervergleiche angeht, extrem erweitert und sind froh, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Wir sind ausgewandert mit Kindern, insgesamt mit 2 Familien, also eine große Familie, insgesamt zu 9 plus Hund. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, das Ganze. Und es gibt einfach Länder, wenn du die bereist, hast du entweder ein gutes Gefühl oder kein gutes Gefühl. Und Paraguay, als wir dort waren, war eben so ein Land. Und wir haben, glaub mir, 5 Monate Gas gegeben. Wir haben uns sämtliche Regionen angeschaut, aber es war einfach nichts für uns. Und dementsprechend ja, haben wir dann natürlich irgendwann den Entschluss gefasst, alles klar, wir sehen dort keine Zukunft und sind deswegen losgegangen, ja, in ein anderes Land. Und natürlich war auch damals schon die Option da, zurück nach Deutschland oder eben nicht. Und wir haben es versucht, nicht in Deutschland zu bleiben, nicht zurückzukommen und sind dann voller Energie in die Türkei, nach Antalya, waren dort 3-4 Monate und sind dann nach Alanya und dort waren wir die letzten 3 Jahre und es war eine sehr, sehr gute Zeit und es ist auch jetzt aktuell noch eine sehr gute Zeit und es ist ja immer ein Nörgeln auf hohem Niveau und ich möchte ein paar Punkte darauf eingehen, die mich hier persönlich gerade so ein bisschen stören, weil Leute, das Leben ist kein Zuckerschlecken, das Leben bietet immer Überraschungen und oft ist das Leben auch einfach nur so, dass du mit irgendwas konfrontiert wirst, die für dich vom Leben her ideal sind, weil sonst würde die Aufgabe vom Leben nicht kommen, aber du für dich erstmal analysieren musst und denkst, wow, wie soll ich das meistern? Wie bekomme ich sowas hin? Und gerade wenn du mit einer großen Familie auswanderst, mit vielen Erwachsenen, mit mittlerweile jugendlichen Kindern, die ihren eigenen Kopf haben, ihren eigenen Willen haben. Und da muss man einfach mal schauen, wie man da die beste Lösung findet. Und um Gerüchte nochmal aufzuräumen, nein, Ikamet haben wir bekommen. Auch wenn ich weiß, dass viele in den Kommentaren das schreiben, ja, der hat bestimmt keine Ikamet bekommen, keine Aufenthaltsgenehmigung und deswegen musste er die Türkei verlassen. Nein, so ist es nicht. Aber ich muss sagen, es gab Leute, die haben in den Videos reingeschrieben, in den Kommentaren, dass sie seit teilweise 14 Jahren oder der eine zuletzt seit 4 Jahren in der Türkei war, in Alanya, mit Eigentum, also sprich mit Tapu und hat kein Ikamet bekommen. Und das ist natürlich wirklich schlimm, das ist wirklich schlecht. Vor allem, wenn du sagst, ich habe alles in die Waagschale gelegt, ich möchte in der Türkei leben, ich habe mir da ein Leben aufgebaut und dann schmeißen die mich raus. Dann, ganz ehrlich, wäre ich auch ganz schön angenervt, würde mich sehr bestören und dann würde ich die Türkei auf jeden Fall auch klar verlassen müssen. Und dann dürfte ich die Türkei auch mindestens 3 Monate nicht betreten. Ja, du musst nämlich dann 90 Tage raus und kannst dann mit deinem Touristenvisum wieder ganz normal rein. Aber bei uns zum Glück, wir haben zumindest die digitale Bestätigung bekommen. Deswegen können wir auch ganz entspannt rein und rausreisen. Digital bedeutet übers Handy. Ich habe mir das Ganze nochmal ausgedruckt. Ich bin so ein Freund alter Schule, immer nochmal was Handfestes in der Hand zu haben. Denke ich, ist eine gute Sache. Weil falls der Akku leer ist vom Handy, was ist dann? Ja? Alle Daten sind da drauf, kein Akku, blöd. Oder Handy geht verloren, ist halt ein bisschen blöd. Dementsprechend immer Hardcopy, immer gut. Aber es gibt auch Leute, die sagen, oh Markus, in deinem letzten Video, du kennst dich ja gar nicht aus in der Türkei. Natürlich gibt es S-Bahn, natürlich gibt es U-Bahn.
Ja, und so recht, wenn ich mich erinnere, natürlich auch in Antalya habe ich sogar eine S-Bahn gesehen, aber nicht annähernd so wie hier in Hamburg oder nicht annähernd so wie in Berlin. Und ganz ehrlich, es gibt Leute, die schreiben rein in die Kommentare, du kennst ja gar nichts von der Türkei, du warst ja nicht mal in Izmir oder in Istanbul oder in irgendwelchen Ortschaften, die mich auch persönlich als Ausländer in der Türkei gar nicht interessieren. Das ist ja so, als ob ich jetzt nach beispielsweise Paraguay gehe und mir alle Städte anschaue. Ja, glaub mir, das haben wir sogar gemacht, weil wir es wirklich krass ernst gemeint haben. Aber es war für uns nichts dabei. Nichts, gar nichts. Ja. Mandana und die Kinder, die Familie kennt Paraguay besser als Deutschland. Weil das ist doch ein Fakt. Und da gibst du mir sicherlich auch wieder recht, dass selbst wenn du in Deutschland groß geworden bist, das heißt doch nicht, dass du Deutschland kennst. Hamburg ist ganz anders als München zum Beispiel. Und ich kann das sagen, weil ich weiß, wie das läuft in Deutschland. Außer so im Osten, da war ich nicht so vertreten. Aber sonst, alleine durch meine 12,5 Jahre Bundeswehrzeit, ich bin so viel am Pendeln gewesen, ich habe so viel von Deutschland gesehen, ich kenne so viele Städte und deswegen kann ich sagen, ich kenne Deutschland. Aber zu sagen, pauschal, oh, der geht jetzt 3 Jahre in die Türkei und der kennt ja gar nicht die Türkei, muss ich doch gar nicht kennen. Und da kamen dann die ganzen Leute rausgekrochen und haben dann erstmal einen auf den Tisch gehauen, könnte man sagen. Und das finde ich schon ganz schön krass. Aber auch Dankeschön an alle, die kommentiert haben natürlich. Auch diejenigen natürlich, die mich so ein bisschen in den Schutz genommen haben. Denn ja, es gibt einfach viele Menschen, und vielleicht gehörst du auch dazu, die sind in Deutschland sogar groß geworden und die kennen aber nur ihren Landkreis oder nur ihre Stadt oder vielleicht noch eine zweite Stadt irgendwie. Ja? Aber wer kennt denn von den Menschen allgemein, auch hier in der Community? Ich glaube, dass kaum ein Mensch so viel gesehen hat in Deutschland wie ich. Und das, okay, das war halt dann beruflich bedingt, aber ist doch egal. Also sogar sage ich, okay, ich kenne mich aus in Deutschland, auf jeden Fall. In Türkei kann ich nur sagen, ich kenne mich in Alanya und Antalya aus, in dieser Region. Ganz ehrlich, aber alles andere interessiert mich persönlich auch nicht so, weil ich da gar nicht wohnen wollen würde. Natürlich, klar, zum Anschauen, zum Sightseeing, sonstiges kann man das machen. Aber in Deutschland war das so, jeder, der mich privat kennt, der kennt ja mein Leben und der weiß auch, wie oft ich alleine umgezogen bin. Ja, alleine auch schon durch die Bundeswehrzeit. Wie viele Monate war ich an dem Standort, wie viele Jahre war ich an dem Standort und mehr. Ja, und deswegen hat man seinen Lebensschwerpunkt dann verlagert. Ja, aber solche Menschen muss es halt geben und deswegen, ich freue mich auch dabei sein zu können, dir ja, das Spiel des Lebens auch so ein bisschen von meiner Sicht zu zeigen. Denn es wird auf jeden Fall weitergehen, es wird immer spannend bleiben und ich freue mich einfach, dass du auch mit dabei schaust, reinschaust, dabei bleibst hoffentlich auch und falls du es noch nicht getan hast, ein Abo dalässt. Denn auch wenn ich die Türkei natürlich so nicht kenne wie viele Türken vielleicht aus Deutschland, wobei ich glaube, ich kenne die Türkei sogar besser als einige Deutsch-Türken hier, die jetzt ganz krasse Kommentare auch hinterlassen haben. Ist schon lustig auf jeden Fall. Aber das ist ja das, was ich meine. Das ist dieser Austausch, die Kommunikation. Das ist dann schon wirklich sehr interessant. Und ich freue mich einfach auf jeden Fall so einen Kanal auch zu haben, der lebt, der viele Kommentare hat, der auch Anregungen schafft und dementsprechend natürlich auch noch mehr Menschen erreicht. Also richtig cool. Da kannst du dazu auch beitragen, indem du natürlich dem Video auch einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal kostenlos abonnierst, die Glocke aktivierst, damit du eben kein Video mehr verpasst. Und ja, viele haben natürlich auch gefragt, ja, geht ihr jetzt wieder zurück oder bleibt ihr jetzt hier? Ich kann es nicht 100% sagen, aber es gibt natürlich eine Tendenz. Meine Tendenz ist auf jeden Fall nicht Deutschland, ja, auch wenn ich natürlich weiß, dass Deutschland super Vorzüge hat. Ihr habt es gesehen, mega coole Parks hier, ist schön viel Grün, aber das ist natürlich auch eine Momentaufnahme und man muss einfach schauen. Unterm Strich muss eine Lösung her, die wird auch demnächst folgen in den nächsten Wochen und entweder bleiben wir alle hier oder es geht halt weiter oder ich sag auch, wenn sich 2 Länder streiten, Türkei und Deutschland sozusagen, vielleicht folgt ein drittes.